Das Herzstück des ultimativen Katerfrühstücks ist die grüne Soße. In einen Topf mit kochendem Wasser kommen etwa 400 Gramm frische Tomatillos, vorher natürlich die Schale abziehen, dazu grüne Chilis nach Geschmack, eine grob gehackte große halbe Zwiebel und 3 bis 4 Knoblauchzehen. Deckel drauf und einfach köcheln lassen. Falls du keine frischen Tomatillos bekommen hast und auf welche aus der Dose zurückgreifst, dann lass die erstmals noch draußen. Die kommen nicht mit ins heiße Wasser, sondern warten kurz. Nach etwa 8 bis 10 Minuten ändern die Tomatillos ihre Farbe zu einem dunklen Grün. Das ist der Moment, alles vorsichtig herauszuholen. Am besten mit einem Drahtschaumlöffel oder Zangen, damit du nicht viel Flüssigkeit mitnimmst. Jetzt kommt alles in den Mixer, zusammen mit einer Handvoll frischem Koriander, einen gestrichenen Teelöffel getrockneten Epazote und etwa einem gehäuften Teelöffel Salz. Aber ganz wichtig, gib erstmals keine Kochflüssigkeit dazu. Die grüne Soße für Chilaquiles soll deutlich dicker sein als eine normale mexikanische grüne Salsa und die Tomatillos bringen schon genug Flüssigkeit mit. Also leg erstmal einfach so los und wenn dein Mixer dabei ein bisschen zu kämpfen hat, kannst du nach und nach ein kleines bisschen Kochwasser dazugeben. Aber die Soße soll am Ende schön dick, flüssig und cremig bleiben, sonst werden die Chilaquiles später matschig und das ist wirklich ein No-Go. Als nächstes geben wir etwa die andere Zwiebelhälfte, aber fein gewürfelt, in einen Topf mit 2 Esslöffel Öl bei mittlerer Hitze. Das sorgt am Ende dazu, dass die Soße eine rustikaligere Konsistenz hat und ich stehe einfach drauf. Wir geben eine große Prise Salz, damit die Zwiebeln schwitzen und sobald sie glassig sind, kommt die grüne Salsa mit in den Topf. Dann rühren wir etwa einen Teelöffel Hähnchenbrühepulver ein. Warum das Pulver? Ganz einfach. Wir wollen den Geschmack von Hähnchenbrühe in der Salsa, aber eben nicht die zusätzliche Flüssigkeit, denn wie vorhin schon gesagt, die Salsa für Chilaquiles soll nicht zu dünn werden. Wenn du richtige Brühe nehmen würdest, wäre sie zu flüssig und dann müsstest du einfach ewig einkochen, bis sie wieder schön dick wird. Mit dem Pulver kriegst du das Aroma, aber ohne das ganze Theater. Und wir lassen das Ganze noch 10 bis 15 Minuten leicht köcheln. Während die Soße köchelt, kümmern wir uns um die Tortillas. Und hier ein klarer Tipp: Lass die gekauften Chips im Regal. Für gute Chilaquiles kommt nur Frisches auf den Teller. Du brauchst aber unbedingt Mais-Tortillas, aber Links dafür lasse ich dir in der Infobox. Am besten schneide sie erst in Hälften, dann in Dreiecke und ab damit in heißes neutrales Öl. Die Temperatur sollte bei etwa 180 Grad liegen. Ob's passt, kannst du ganz einfach testen. Ein Tortilla-Dreieck kurz ins Öl halten und wenn's direkt anfängt zu blubbern, bist du startklar. Frittier die Tortillas in kleinen Portionen, damit das Öl nicht abkühlt und rühre immer wieder damit sie gleichmäßig knusprig werden. Wenn die Tortilla-Dreiecke eine goldene Farbe bekommen, sind sie fertig. Aber bei Chilaquiles macht's echt einen Unterschied, wie du die Nachos abtropfen lässt. Am besten legst du sie auf ein Gitter und nicht auf Küchenpapier. So bleibt alles schön knusprig und weicht nicht durch. Und ich gebe dir noch einen Tipp, nicht nur für Chilaquiles, sondern im Allgemeinen, wenn du selber Nachos machst. Jetzt sofort salzen. Das Salz haftet nämlich am besten, solange die frittierten Tortillas noch heiß sind. Jetzt kommt der große Moment. Soße und Chips vereinen sich. Gib etwas Soße in eine Pfanne, wirf eine Handvoll Chips dazu und rühre vorsichtig um. Arbeite schichtweise, damit jeder Chip perfekt mit Soße bedeckt wird, ohne matschig zu werden. Es ist wie ein Tanz, bei dem Soße und Chips die perfekte Balance finden. Sobald alle Tortillas gut mit Soße vermischt sind, kann angerichtet werden. In Mexiko kommt ein Schwung Crema Fresca obendrauf und da du hier bestimmt keine finden wirst, kannst du saure Sahne mit einer Prise Salz, einen kleinen Schuss Milch und ein paar Tropfen Zitrone mischen. In Mexiko gehören Chilaquiles ganz klar zu den Klassikern gegen einen dicken Schädel nach einer langen Nacht. Also, wenn du nach dem Feiern aufwachst und nicht weißt, wo oben und unten ist, Chilaquiles bringen dich zurück ins Leben. Dann kommt ordentlich Salzlackenkäse drüber. Dieser bröselige, salzige Käse gehört einfach dazu. Und für den extra Crunch noch ein paar frische Zwiebelringe obendrauf.
Und was ich richtig feier, ein Spiegelei obendrauf. Chilaquiles sind schließlich ein Frühstücksgericht und mit Ei wird's einfach perfekt. Mit etwas Koriander sieht das nicht nur stark aus, sondern bringt auch ordentlich Geschmack. Und wenn du es etwas schärfer magst, pack einfach noch ein paar frische Chili-Ringe drauf. Und wenn du Bock auf mehr Salsa Verde Gerichte hast, dann check unbedingt die Enchiladas Suizas hier direkt rechts.